Servus und Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video möchte ich das Thema Phalaenopsis, Naturformen in Colomi im Glasgefäß kultiviert, einleiten und euch vorstellen, welche Pflanzen ich aktuell für diese Videoreihe hier bereitstehen habe. Beginnen möchte ich mit einer Pflanze, wo ich mir absolut sicher bin, dass es keine Phalaenopsis venosa ist. Also ich habe definitiv alles nur Naturformen bestellt. In der Hinsicht muss man sich aber auf den Lieferanten verlassen, dass das dann auch stimmt, was darin wächst. Ich gehe von dieser Blüte, die man hier sieht, davon aus, es ist keine Phalaenopsis venosa, sondern es könnte eine Kreuzung sein, wo von mir aus eine Venosa eine Rolle gespielt hat. Aber aktuell gehe ich nicht davon aus, dass das eine reine Venosa ist. Nichtsdestotrotz, die Pflanze steht jetzt schon seit einiger Zeit hier in Colomi und hat sich auch ganz gut eingelebt, hat hier schöne grüne, knackige Wurzeln und deswegen, sie darf jetzt hier erst einmal als Venosa weiter wachsen. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass es keine ist. Nichtsdestotrotz bin ich guter Hoffnung, dass die anderen Pflanzen, die hier stehen, die wir jetzt auch gleich thematisieren, dementsprechend, was auf dem Etikett steht. Aber wie gesagt, da muss ich mich eben darauf verlassen, dass ich das auch bekomme. Hier habe ich eine Phalaenopsis speciosa Spot. Das heißt eine Speciosa mit Punkten. Die hat hier schon einen schönen Blütentrieb, hatte sie schon, als sie gekommen ist. Und die Pflanze hat sich ganz gut eingelebt. Ihr seht, sie wächst hier in so einem schrägen Glas. Das hatte ich bewusst so ausgewählt, dass die Pflanze hier so schön wachsen kann. Und dann ist hier das Glas in die Richtung höher und die Pflanze kann dann vorne überhängen. So ist die Idee. Schauen wir mal, ob es so klappen wird. Und deswegen stellen wir sie jetzt wieder zurück. Dann habe ich hier ebenfalls noch eine Phalaenopsis speciosa. Das ist die Normalform. Und das ist noch eine relativ kleine Pflanze. Ich gehe davon aus, sie wird auf jeden Fall noch mindestens ein Jahr benötigen, bis sie blühen wird. Wenn man sich das jetzt einfach mal im Vergleich anschaut, dann wird klar, warum die kleine Pflanze hier natürlich noch ein Weilchen benötigt, bis sie blühen wird. So ist das einfach. Dann als nächstes eine Phalaenopsis Chibae oder Chibae. Die ist relativ schwierig in der Kultur, also bisher galt sie als schwierig. Ich sage jetzt mal, in Colomi wird es auf jeden Fall wahrscheinlich leichter gehen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die Pflanze ist jetzt hier seit einem Monat in Colomi, hat sich also bisher gut gehalten und entwickelt sich auch dementsprechend weiter. Deswegen würde ich sagen, ist alles gut. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Das ist eine Phalaenopsis fluorescensis. Die macht aktuell ein neues Herzblatt und ich denke mal, das ist ein Zeichen dafür, dass es ihr gut geht. Sobald eine Pflanze neue Herzblätter bildet, dann ist das immer ein gutes Zeichen, dass sie eben motiviert ist zu wachsen. Kommen wir zu einer weiteren kleinen Pflanze, das ist die Phalaenopsis javanica. Diese Phalaenopsis-Art ist im Vergleich zu den anderen Pflanzen relativ klein bleibend. Das heißt, sie wird zwar natürlich noch ein bisschen größer mit der Zeit, aber nicht wesentlich oder nicht deutlich größer, wenn man das jetzt einfach mal mit dieser Orchidee, mit dieser Phalaenopsis vergleicht. Diese Größe wird die Javanica nicht erreichen. Dann kommen wir zur nächsten Phalaenopsis. Das hier ist eine Phalaenopsis fuscata. Ihr seht auch eine noch relativ junge Pflanze, aber die ist auf jeden Fall schon blühfähig, steht jetzt auch schon seit einiger Zeit hier in Colomi und man sieht, ihr geht's gut. Dann kommen wir hier zu dieser Phalaenopsis fimbriata. Das ist die Pflanze, die ich euch gerade gezeigt habe, die so groß ist. Ihr seht richtig schöne, große, kräftige, glänzende Blätter. Sehr vielversprechende Pflanze. Das heißt, hier dürfen wir auf jeden Fall in nächster Zeit mit einem Blütentrieb rechnen. Wenn es soweit ist, werdet ihr es erfahren. Kommen wir hier zur nächsten Pflanze, die sich hier in diesem schrägen Glas befindet. Ich finde das schräge Glas eigentlich toll. Werdet ihr zukünftig in den anderen Videos, wenn es noch um ein paar andere Naturformen geht, um ein paar andere Orchideengattungen, um es besser auszudrücken, werdet ihr dieses Glas öfter sehen. Das hier ist eine Phalaenopsis speciosa red. Das heißt eine Speciosa mit roter Blüte. Hatte ich auch schon mal in Kultur. Richtig tolle Pflanze. Ich hoffe, dass diese
der Pflanze entspricht, die ich schon einmal in Kultur hatte. Das wäre auf jeden Fall klasse und dann, wenn die Blüten hier vorne so schön rauswachsen, wäre es natürlich noch deutlich besser. Kommen wir zur nächsten Pflanze und zwar zur Phalaenopsis philippinensis. Das ist eine weißblühende Phalaenopsis. Ihr seht hier dieses Leopardenmuster auf den Blättern und das ist auch alleine ein Grund für solch eine Pflanze, denn auch wenn sie nicht blüht, allein durch diese schöne Musterung auf den Blättern hat sie einen erhöhten Zierwert, der die Pflanze natürlich auch dann noch attraktiv aussehen lässt, wenn keine Blüte vorhanden ist. Ihr seht, die steht hier in so einem Teelicht-Windlichtglas, relativ dickwandig. Hier ist wichtig natürlich bei solchen Gläsern oder generell bei allen Gläsern, dass die so gestellt werden, dass die nicht unnötig kalt werden, denn etwas, was Orchideen generell nicht mögen, sind kalte Füße und das führt dann schlagartig dazu, dass die Blätter, dass dann praktisch der Druck in den Blättern verschwindet, die Blätter werden schrumpelig und die Orchidee schaut krank aus. Ebenfalls in so einem Windlicht steht hier die Phalaenopsis ludemaniana, auch eine wunderschöne Phalaenopsis-Art, macht hier aktuell eine neue Wurzel, frische Wurzel und befindet sich hier ebenfalls in Kolomi, in diesem pink metalligen Kolomi. Schaut eigentlich ganz schick aus, auch in diesem dicken Windlichtglas. Der Pflanze geht super und ich denke, das wird auch weiterhin so der Fall sein. Kommen wir zu einer etwas kleinen, recht heiklen Phalaenopsis Naturform und zwar die Phalaenopsis wilsonii. Das ist noch eine recht kleine junge Pflanze, die muss sich noch anpassen und das hoffe ich wird in nächster Zeit auf jeden Fall so sein. Da müssen wir abwarten. Bei gerade so heiklen Pflanzen muss man eben geduldig sein. Hier sehen wir das, dass die Blätter schrumpelig werden, wenn das Glas kühl stand. Das hier ist eine Phalaenopsis maculata. Das Problem bei kühl stehenden Gläsern ist, dass die Pflanze wirklich extrem schnell darauf reagiert und dann die ersten Anzeichen sind, dass die Wurzeln leiden, dass der Spross leidet und dann heißt es sofort, so schnell wie möglich die Pflanze wärmer zu stellen und auch dafür zu sorgen, dass das Glas nicht auskühlt. Eine Steinplatte an der Fensterbank ist extrem ungünstig. Kommen wir zu einer weiteren Pflanze, kleinbleibend, Phalaenopsis minus. Hier mit einem neuen Herzblatt, welches sich ausbildet in einem Kugelgefäß. Ich habe mich dafür entschieden, damit einfach die Luftfeuchtigkeit für diese Phalaenopsis-Art deutlich erhöht wird. Auch wenn sie natürlich offen ist, aber durch diese Kugelform ist hier eben etwas mehr feuchte Luft in der Umgebung der Pflanze und das ist, denke ich, jetzt mal ganz förderlich für die Phalaenopsis minus. Kommen wir zur letzten Naturform und das hier ist eine Phalaenopsis, jetzt muss man gucken, die Phalaenopsis hieroglyphica. Das ist eine Naturform, die relativ groß wird, deshalb habe ich sie auch hier in dieses große Schrägglas eingepflanzt. Bisher hält sie sich sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. Wenn sie richtig groß wird und ausladend wird, dann denke ich, ist das eine tolle Sache. Natürlich könnte man hier auch 2 Pflanzen hineinpflanzen, dass das dann einfach schneller ausgefüllt ist. Aber ich denke, so schaut das doch ganz gut aus. Ja, jetzt habe ich euch mal eingeführt in das Phalaenopsis Naturform Kulturprojekt in Kolomi im Glasgefäß. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es hier runter in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch und tschüss.